Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Pascal Ketzel, ich komme von der PSI FLS Fuzzy-Logik und Neurosysteme GmbH und zusammen mit Herrn Dr. Rudolf Felix, dem Geschäftsführer der PSI FLS, stellen wir Ihnen heute die KI-basierte Geschäftsprozessoptimierung mit Camunda und Coalition vor. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Agenda. Im ersten Teil wird Ihnen Herr Dr. Felix die KI-basierte Geschäftsprozessoptimierung mit interpretierbaren KPI-Labels vorstellen und im zweiten Teil werde ich Ihnen ein Fallbeispiel zum Thema Predictive Maintenance mit Camunda und Coalition präsentieren. Und nun wünsche ich Ihnen einen interessanten Vortrag, zunächst mit Herrn Dr. Felix. So, bevor wir in das Thema tiefer hineingehen, ein paar Informationen zu dem PSI-Konzern, aus dem ich herkomme. Ich selber bin Geschäftsführer der PSI FLS Fuzzy-Logik und Neurosysteme GmbH, die sich im PSI-Konzern mit dem Thema künstliche Intelligenz und Optimierung Entscheidungsunterstützungssysteme befasst. Insgesamt ist der PSI-Konzern in den Segmenten aufgestellt. Und in all diesen Systemen befinden sich Lösungen, die KI als Technologie verwenden. Es sind viele von denen auch mit der Deep Coalition Technologie und Coalition Technologie ausgestattet, über die wir heute sprechen werden. Der PSI-Konzern ist mit den verschiedenen Gesellschaften weltweit vertreten in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Ländern mit einem Gesamtumsatz von Größenordnung 225 Millionen Euro mit etwa 2000 Mitarbeitern weltweit. Und wie bereits erwähnt, ist die PSI FLS, Fuzzy-Logik und Neurosysteme GmbH für das Thema künstliche Intelligenz und Optimierungsverfahren eine Art Kompetenzzentrum mit Kooperationen mit verschiedenen PSI-Geschäftseinheiten und mit einem originären Markt. Vielleicht zu der Thematik der Anwendung von künstlicher Intelligenz in industriellen Anwendungen im Allgemeinen. Da ist es so, dass im PSI-Konzern eine spezielle Community dafür gegründet wurde, die mit dem Namen Industrielle Intelligenz firmiert, CII, Community Industrial Intelligence. Wenn Sie sich darüber informieren wollen, lade ich Sie ein, auf der PSI-Seite unter Produkte und künstliche Intelligenz zu sehen. Da werden Sie eine Auswahl von Informationen über unterschiedliche Anwendungen finden, die das gesamte Spektrum der KI-Technologien abbilden und auch eine breite Menge an unterschiedlichen Use Cases dann beschreiben in Form von Videos, in Form von downloadbaren PDFs etc. Also bitte www.psi.de und darunter Produkte künstliche Intelligenz, da können Sie sich dann über diese Themen informieren. Wir haben im PSI-Konzern einen ganzen Stack an Methoden. Das ist auch etwas, was grundsätzlich notwendig ist, denn in der Regel ist es so, dass eine industrielle Applikation, eine KI-Anwendung immer nicht nur genau eine Methode verwendet, sondern immer eine Kombination von Methoden, die aufeinander abzustimmen sind. Sie sehen dann hier einige von diesen Methoden aufgeführt. Sie sind alle Bestandteil des Frameworks, das Sie bei uns dann letztendlich erhalten, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Die Anwendungsbeispiele habe ich ja schon in etwa genannt, aber Sie sehen hier eine Auswahl. Heute wird es insbesondere darum gehen, am Beispiel von Predictive Maintenance Anwendungen eines speziellen Use Cases im Bereich der vorausschauenden Wartung zu zeigen, wie das Thema angegangen werden kann und wie man das erfolgreich gestalten kann. Die anderen Use Cases finden Sie auch beschrieben auf der gerade genannten Seite. Wenn es dazu noch Fragen gibt, kann man sich natürlich auch an uns wenden. Ja, die Use Cases, die wir im Laufe der Jahre bearbeitet haben, das bedeutet innerhalb der letzten fast 30 Jahre, kann man schon sagen. Es ist so, dass wir KI schon seit Anfang der 90er Jahre betreiben und die PSI FLS Fuzzy-Logik Systeme GmbH ist jetzt im PSI-Konzern 12 Jahre inzwischen. Vorher
war sie sozusagen selbstständig am Markt, von mir gegründet und dann im Jahre 2008 eben mit dem Beitritt und dem Zugang zu den unterschiedlichen Anwendungsszenarien dann im PSI-Konzern beheimatet. Ja. Ich denke, dass die Bandbreite der Anwendungen, die von der Automobilindustrie bis hin zu Logistikprozessen, Transport, öffentlicher Personentransportverkehr, Handel, Energie, Pharma, Wassermanagement, wo wir Entscheidungsunterstützungssysteme machen, die das Verteilen von Wassermengen entlang eines Flusses für die Anrainer sozusagen nach einem gerechten Verteilungsprinzip auch in Dürrezeiten. Es ist ein Fluss in Malaysia. Also diese Spannbreite an Anwendungen zeigt, dass diese Methoden, über die wir sprechen, sozusagen nicht nur punktuell im Einsatz sind, sondern in der zugehörigen Breite weltweit. So, heute geht es um das Thema Predictive Maintenance und die Art und Weise, wie man KI-Anwendungen zu erklärbaren KI-Anwendungen machen kann. Dazu ist das Verfahren des qualitativen Labelns von besonderer Bedeutung. Und dementsprechend werde ich auf das Thema Labeln zu Anfang etwas allgemeiner eingehen und dann spezifisch für den Prozess des Predictive Maintenance mal zeigen, wie wir das jetzt hier konkret mit unseren Tools machen. Die KI-Anwendungen in dem Stack, den ich schon erwähnt habe, sind insofern ja auch nochmal, um das Thema Labeln zu ergänzen, als dass, wenn wir uns unterschiedliche Berichte in der Öffentlichkeit über das Thema Anwendung von KI anschauen, immer damit konfrontiert sind, dass gesagt wird, okay, KI-Systeme benötigen Daten. Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit, denn der zweite Teil der Wahrheit besteht darin, dass die Daten gelabelt sein müssen. Gelabelt bedeutet, dass die Daten mit gewissen Konnotationen auszustatten sind, die letztendlich eine Brücke schlagen zu der Semantik des jeweiligen Prozesses. Und in klassisch bekannten Anwendungen wie zum Beispiel Sprachassistenten oder Bilderkennung von Gesichtserkennung, Erkennung von Objekten wie beispielsweise Katzen und Hunde im Internet, da ist diese Konnotation wesentlich einfacher als das Konnotieren von sich laufend verändernden Daten in Geschäftsprozessen. Ja, das Labeln von Daten bei einfacheren Anwendungen, die auch häufig mit neuronalen Netzen bearbeitet werden, sehen in etwa so aus, dass man Motive hat, zum Beispiel Motive mit Katzen und dann aufgrund von einer großen Anzahl, zum Beispiel 10 Millionen von Bildern mit Katzen in der Lage ist, dann sozusagen das allgemeine Konzept Katze in irgendeiner Form in der Weise zu bearbeiten, dass wenn neue Bilder mit Katzen dazukommen, die Katzen dann darin auch entsprechend identifiziert werden. Der Labeling-Vorgang in diesem Prozess hat zwei Elemente, die interessant sind. Zum einen bekommt man die gelabelten Daten mehr oder minder über die großen Internetportale aus der Perspektive des Lernalgorithmus geschenkt. Geschenkt deswegen, weil viele User, viele Liebhaber von Katzen einfach Katzenbilder auf ein Portal laden und alleine der Umstand, dass dieser Ladevorgang stattfindet, ja auch schon eine gewisse Konnotation des Bildes bedeutet, weil ja auf ein Katzenportal eher Bilder nicht hochgeladen werden, die beispielsweise Autos beinhalten oder andere Gegenstände, Fußbälle oder sowas. So, dementsprechend ist das schon mal ein Labeling-Vorgang und wenn man dann die Katzenliebhaber bittet, doch ihre Lieblinge einfach mal dort zu markieren, dann machen die das auch sehr gerne und das ist dann auch das Labeln der Daten. Und diese Daten liegen dann einfach zig Millionenfach vor und sind ein perfekter Einstieg für ein Lernverfahren zum Beispiel, um dann diese Erkennungen zu machen. Eine ähnliche Situation haben wir auch bei den Capture-Replay-Tools beispielsweise, wo sie dann häufig gebeten werden, um zu beweisen, dass sie kein Bot sind in irgendwelchen Dialogen auf Internetseiten. Da werden sie gebeten, zum Beispiel in so einem Bild hier Teilbilder zu markieren, auf denen Taxis vorhanden sind. Ja, wenn sie dieses machen, machen sie nichts anderes als einen Labeling-Vorgang im Prinzip sozusagen en passant für den Suchmaschinenbetreiber oder für die jeweilige Internetseite zu machen und labeln diese Daten. Ja? Und auf diese Weise entstehen, wie soll man sagen, ohne dass man einen zusätzlichen Aufwand aus der Sicht desjenigen, der ein KI-Verfahren einsetzt, betreibt,
dass man auf diese Weise Daten, die gelabelt sind, die mit dieser passenden Konnotation ausgestattet sind, die erhält man dann. So. In Geschäftsprozessen ist das natürlich anders. Ja? Da ist es dann so, dass man die gelabelten Daten immer wieder sich neu erzeugen muss. Ja? Und das ist der Unterschied. Ja? Eine andere Variante von Daten, bei denen das Labeln gut funktioniert, ist die Spracherkennung. Da sieht man ja auch hier, dass für das Wort Deep Coalition beispielsweise hat man hier die passenden Konnotationen, wo man die Schallwellen dann in die einzelnen Bestandteile von Worten und dann die Wortübergänge auch noch kennzeichnet und trennt. Diese Daten haben ähnlich wie die Katzenbilder natürlich die Eigenschaft, dass sie über die Zeit nicht mutieren. Das bedeutet, ja, die Katzen bleiben viele, viele Jahrzehnte so aussehend, wie sie sind. Die Sprache verändert sich auch nur sehr langsam. Und das ist ein großer Unterschied zu Geschäftsprozessdaten, die zum Beispiel aus Sensoren kommen oder aus Maschinendaten, aus Produktionsabweichungen von Plansequenzen zu Ist-Sequenzen etc. Da ist es so, dass diese Daten immer davon abhängen, was die Geschäftsprozesse gerade zu bewältigen haben, welche Kundenauftragsmenge vorliegt, welche Konstellationen für die Maschinen vorliegen, sodass man also das zeitlich Beständige beim Labeln nicht als Voraussetzung zugrunde legen kann, sondern man muss sich immer wieder die Daten neu aufbereiten. Dementsprechend muss das Labeln der Daten mit einem Automatismus, mit einem algorithmischen Unterstützungssystem verbunden sein. Und das ist das, was wir qualitatives Labeln nennen. Ja, und wie dieses qualitative Labeln funktioniert, möchte ich jetzt anhand eines speziellen Use Cases darstellen. Das ist der Use Case, der sich mit dem Predictive Maintenance Thema befasst für sogenannte Schnitt- und Wickelmaschinen. Eine solche Maschine sehen Sie hier. Hier sehen Sie eine Maschine, die Folien aufwickelt auf entsprechende Rollen. Diese Folien, die Sie hier sehen, werden beispielsweise zur Herstellung von Leiterbahnen, die dann wiederum Sie in Ihren Mobiltelefonen finden, benutzt. Und sie werden dann natürlich aufgewickelt und so geliefert, und das Wickeln muss eine bestimmte Qualität haben, muss sehr präzise sein. Dementsprechend ist die Maschine auch so ständig zu beobachten, dahingehend, ob sie einer bestimmten Wartung jetzt unterlegt werden muss oder nicht, unterzogen werden muss oder nicht. Denn ansonsten hat man dann vielleicht zu oft gewartet, und wenn man nicht rechtzeitig gewartet hat, hat man vielleicht eine Fehlfunktion und einen Ausfall. Und um dieses zu verhindern, will man einfach bestimmte Sensoren, die in dieser Maschine vorhanden sind, nutzen, um aus den Messwerten die Zeitpunkte abzuleiten, die wiederum geeignet prognostiziert werden können. So dass man sagen kann, okay, eine Wartung steht jetzt unmittelbar an, sollte in eine Woche vorgesehen werden oder auch unmittelbar. Ja. Das Ganze ist integriert in eine Plattform, die die Firma Kampf sich überlegt hat. Da werden die Daten über die Maschinen über einen bestimmten Enterprise Message Bus ausgestattet und kommen aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem auch dieser Bereich, der sich mit dem Thema Smart Maintenance beschäftigt. Ja, und darin sind alle möglichen Datenquellen angeschlossen und unter anderem eben auch die Maschinendaten, die wir jetzt hier dann in unserem Deep Coalition System erhalten. So, das bedeutet, dass wir letztendlich hier eine große Menge an Datensätzen haben, die aus jeder Maschine über die Plattform kommen. Die beziehen sich auf den Druck, auf die Temperatur, auf den Energiebedarf der Maschinen, auf die Arbeitsstunden seit letzter Wartung und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, zu denen wir Rohdaten bekommen. Und diese Rohdaten sollen sozusagen so miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass man in der Lage ist, dann die passenden Wartungsaufträge und die Wartungsintervalle zu prognostizieren. Ja, und das Setzen der Daten in Beziehung bedeutet ja nichts anderes, als dass man sozusagen über die Maschine durch die Auswertung der Daten einen bestimmten Zusammenhang herstellt und eine bestimmte
Diagnose macht, in welchem Zustand sich diese Maschine jetzt befindet. Und diese Diagnose des Zustandes der Maschine entspricht in etwa der Erkennung von Mustern. Ja, und wenn wir vorher an die Katzen und an die Sprachmuster denken, so sind das jetzt hier nicht Katzen- und Sprachmuster, sondern Muster an Sensordatenkombinationen, die uns bestimmte Erkennungsmerkmale liefern, aus denen dann wiederum die Wartungsprognose und die Wartungsentscheidung abgeleitet werden kann. So, um zu einer Lösung dieser Fragestellung zu gelangen, ist es so, dass wir aus den Sensordaten, die Sie oben exemplarisch dargestellt sehen, in den Datensätzen zunächst einmal uns die Frage stellen, naja, kann man aus dem Verlauf dieser Signale erkennen, wann sich ein bestimmter Sensor sozusagen, beziehungsweise wann die Daten, die von einem bestimmten Sensor kommen, Daten produzieren, die eher in einem innerhalb des Toleranzbereichs liegenden Datenintervall liegen oder schon außerhalb. Liegen sie innerhalb des Datenintervalls, so werden sie grün gelabelt. Liegen sie außerhalb für bestimmte Wertebereiche, so werden sie rot gelabelt. Und aus diesen Initialen, wir nennen dazu Mikrolabels, ja, ergibt sich dann die Grundlage, um letztendlich diese Datenkurven geeignet zu färben, in dem Sinne, dass sie qualitativ dann gelabelt sind. Also wir sehen dann hier, wo sind die sozusagen die zulässigen und die nicht zulässigen Bereiche. Und wenn wir das für alle möglichen Sensordaten kommen und andere KPIs und diese dann in Beziehung setzen, was über eine bestimmte Entscheidungsmaschine läuft, wo dann in einem bestimmten Schema eine Beziehungsmatrix entsteht, die aus diesen ganzen Informationen aggregiert, welche Sensordaten wann positiv und wann negativ korrelieren und wie rum die Wirkungszusammenhänge sind, dann ergibt sich daraus ein Bild, sodass man aus diesen Labels in der Lage ist, dann die Zustände der Maschine abzuleiten, um daraus dann wiederum die Prognosen für das Warten oder Nichtwarten der Maschine passend abzuleiten. Ja, das heißt also hier diese beiden Elemente, diese Coalition-Wirkungsmatrix und die Beziehungsmatrix, das sind bestimmte Formen von bereits gelabelten Daten. Ja, und aus der Struktur dieser Daten kann man dann die Einzelzustände im Hinblick auf die Wartungszusammenhänge ableiten. Und das ist etwas, was die Entscheidungs-KI, die wir auf diese Weise dann letztendlich trainieren, dann auch in der Lage ist, demjenigen, der den Prozess zu verantworten hat, mitzuteilen, warum sie bestimmte Entscheidungen und bestimmte Prognosen jetzt trifft. Ja? Und hier ist exemplarisch dargestellt, dass über dieses Feld erkennbar ist, ja, Rot induziert eine Konfliktsituation, dass bestimmte Vibrationen einer Maschine mit der Regelmäßigkeit von bestimmten Wartungsintervallen negativ korrelieren. Ja, das bedeutet, wenn das Wartungsintervall nur nach dem Schema F gemacht wird, dann wissen wir, dass aus der Vibration der Maschine abgeleitet werden kann, dass eher früher gewartet werden muss. Ja, und solche Zusammenhänge sind dann Informationen, die aus der Sicht desjenigen, der sich mit den Maschinen auskennt, verständlich sind. Und sie werden zwar von einer KI erzeugt, aber auf eine Art und Weise visualisiert und präsentiert, sodass der Nutzer dieses KI-Systems in der Lage ist, nachzuvollziehen, mit welchen Informationen sich das KI-System gerade beschäftigt und warum die Prognosen stattfinden in der vorliegenden Form. So. Ja, wenn wir diese verschiedenen KPIs, die zu diesem Labeln führen und die Zustände der Maschinen beschreiben, dann die entsprechenden Gewichte uns angucken, dann kann man sie in zwei verschiedenen Formen betrachten. Zum einen kann man den Prozess dann so steuern, dass man, wenn man zum Beispiel eher das Ziel der Wartungsintervalle einzuhalten höher priorisiert, dann würde man so ein Schieberegel eher in Richtung nach rechts bewegen und sagen, okay, dem möchte ich etwas mehr Gewicht geben und bei den anderen KPIs dementsprechend würde man dann Einfluss nehmen auf die Wartungsentscheidungen. So kann man sozusagen das Wartungsverhalten aus der Sicht des Prozessbetreibers einstellen. Wenn man aber diese Prozesse umgekehrt über längere Zeiträume aus protokollierten Daten dann in geloggter Form als Input für einen Lernalgorithmus benutzt, dann kann man aus den qualitativen Labels, aus diesen Zielkonflikten letztendlich auch berechnen, wie die Gewichte hier einzustellen sind, um dann zu beschreiben, in was für einem
qualitativen Wartungszustand eine Maschine sich zu einem bestimmten Zeitpunkt basierend auf den Konflikten befindet. Und das ist dann wiederum eine Grundlage, um die Prognoseentscheidungen zu berechnen. So dass am Ende, Sie sehen jetzt hier die Reihenfolge 3, 1, 5, 4, 6, 2, das entspricht der Reihenfolge, die sich aus den Ausschlägen dieser Schieberegel ergibt. Und das ist dann ein komprimiertes qualitatives Labeln für einen bestimmten Zustand einer bestimmten Maschine. Ja, das ist also sozusagen, wenn Sie an die Sprachsignale oder an die Katzenbilder denken, die Ausprägung eines bestimmten wartungsrelevanten Zustandes. Und wenn man dieses Lernverfahren kontinuierlich anwendet, ist man in der Lage, eben diese Muster als qualitative Label dieses Prozesses dann zu lernen und für Wartungsentscheidungen geeignet abzuleiten. Dass man das dann geeignet ableiten kann und auch softwaremäßig aufbereiten kann, dafür ist dann diese Coalition-Entscheidungsunterstützungsmaschine dann verantwortlich. Ja, jetzt, wie sieht ein solches System in der Summe in der Praxis aus? Dazu kann ich Ihnen ein Video hier kurz starten und dann auch erläutern, welche Schritte jetzt jeweils passieren. Sie sehen also hier die Ausgangsposition des Systems mit unterschiedlichen Feldern, übrigens mit dem PSI Click Design hier ausgestattet, sodass man die Anordnung der Knöpfe auch als Benutzer und der Writer und so weiter selber einstellen kann. Hier sieht man dann also, dass bestimmte Informationen über die Maschine vorliegen. Es gibt eine Auswahl von Maschinen in dem Advanced-Portal von der Firma Kampf und ja, hier sehen Sie schon die Rohdaten in der entsprechenden Ausprägung, Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, Geschwindigkeit, Anzahl der Aufträge und so weiter. Diese Rohdaten werden dann letztendlich genutzt in der von mir beschriebenen Art und Weise. Hier sehen Sie die genaue Ausprägung dieser Signale. Hier wird jetzt zum Beispiel auf einen Vibrationssensor eingegangen, hier symbolisiert durch das Klopfen auf den Sensor. Da sehen Sie hier, wie die Vibration sich hier bemerkbar macht. Damit wird hier für Demonstrationszwecke gezeigt, auf welche Art und Weise so ein System reagiert. Sie sehen, dass die Vibration jetzt hier wieder abnimmt. Ja, und diese rohen Daten werden dann diesem qualitativen Labeling-Prozess unterzogen. Ja, wir sehen jetzt also hier, wie das System so dann weiter genutzt wird über einzelne Bestandteile der Funktionalität. Hier sind wir jetzt wieder in dem Fenster, wo wir dann die Information bekommen, ob jetzt eine Wartung anstehen sollte oder nicht. Hier sehen Sie die qualitativen KPIs, mit welchen Gewichten sie gerade belegt sind. Sie sehen, dass hier aufgrund des Klopfens jetzt sozusagen die Entscheidung in Richtung mittleres Wartungsintervall anstehend abgeleitet wurde. Hier sehen Sie die einzelnen Elemente der qualitativen Labels, das heißt also die Ausprägung der Maschinenzustände, die dann für die Prognosefunktion verwendet werden können. Die zugehörigen Mikro-KPIs können durch den Benutzer abgerufen werden, sie können modifiziert werden, sie können auch dementsprechend auch gespeichert werden und für bestimmte Konstellationen dann genutzt werden. Und hier haben wir die Möglichkeit, wie schon erwähnt, entweder auf das System einzuwirken, indem man die gelernten Prioritäten verändert und dann sozusagen aus der eigenen Perspektive sagt, wie die Maschine jetzt etwas anders gewichtet gewartet werden soll oder dass man aufgrund der Vergangenheit diese Gewichte sozusagen über die größere Menge der Maschinenzustände dann so einstellt, dass man gewisse gute mittlere Zustände dann erkennt, aus denen dann sichere Prognosen abgeleitet werden können. Ja, das ist also, in dieser Weise sehen Sie sozusagen, dass Sie dieses System benutzen können, ohne dass man in irgendeiner Form KI-Kenntnisse besitzen muss. Deswegen ist das für uns auch eine verständliche, visualisierbare, erklärbare AI, weil am Ende ein KI-System dort die Entscheidungen trifft, aber sie die Entscheidungsgrundlage in der Weise visualisiert, dass man eben kein KI-Spezialwissen benötigt. Ja. Dieser gesamte Ablauf nochmal als Wiederholung. Ja. Das Wichtigste sind hier die kumulierten Rangfolgen auf den Prioritäten. Die werden über diesen gesamten Apparat hier berechnet und können dann in der
Prozesssprache letztendlich über die Rangfolgen. Ja, das heißt also hier, wenn Sie sich diese Kriterien umsortiert vorstellen, gemäß dieser Rangfolge, dann erhalten Sie sozusagen valide, in sich geschlossene Maschinenzustände, die dann Grundlage für die Prognoseberechnung sind. Ja. Und das insgesamt haben wir dann eine Architektur, die in etwa so ausschaut, dass wir hier unser KI-System, das ursprünglich vielleicht mal eine Blackbox war, haben und über das Ausstatten mit den qualitativen KPIs und über das Anwenden des gesamten Apparates des qualitativen Labels sind wir dann in der Lage, das Verhalten dieses Systems mithilfe von Begrifflichkeiten, die aus dem zugrunde liegenden Geschäftsprozess, in diesem Fall aus dieser Wartungsprognose kommen, zu hinterlegen, diese zu visualisieren und entsprechend auch in der Sprache des Prozessowners dann auch zu beschreiben. Ja. Ja, und diese Muster, die hier gelernt werden, das sind dann letztendlich diese qualitativen Labels, die vergleichbar sind mit dem, was wir aus der Spracherkennung kennen oder aus der Bilderkennung mit den Katzen, ja, wenn Sie an die Beispiele von Anfang an denken, bloß mit dem Unterschied, dass wir hier wesentlich kurzfristigere Mutationen in diesen Maschinenzuständen haben, sodass also ein einmaliges Labeln der Daten, so wie das in der klassischen Bildverarbeitung oder auch in der Sprachverarbeitung möglich ist, hier nicht zielführend wäre. Und deswegen ist das Thema des qualitativen Labels sehr wichtig, weil es einerseits die Funktionsfähigkeit sicherstellt und andererseits dann auch die Erklärbarkeit sicherstellt. Ja? Und die Zusammenfassung, ja, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass aus rohen Maschinendaten durch Hinzunahme der Micro-KPIs man in der Lage ist, dann Qualifizierungslabels zu berechnen und sie auch zu aggregieren und zu diesen komplexeren Zusammenhangsmustern dann zusammenzufassen, sodass man eine wesentlich besser verständliche und lernbare und visualisierbare Situation aus der Perspektive des Betreibers eine KI-Software dann auf diese Weise bekommt. Ja, das qualitative Labeln hilft also, KI-Systeme verständlicher zu machen. Und wenn Sie an das Schema mit der Blackbox in der Mitte denken, dann ist es ja so, dass dieses Prinzip ja schon eine gewisse Allgemeingültigkeit aufweist und wir nicht nur auf Wartungsprozesse es anwenden können, sondern auf relativ viele andere Anwendungsbeispiele, von denen es eine ganze Reihe gibt, wie ich am Anfang des Vortrages das ja auch schon dargelegt habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Felix, für Ihre Ausführungen. Im zweiten Vortragsteil stelle ich Ihnen nun am Fallbeispiel Predictive Maintenance das Zusammenspiel von Camunda und Qualicision beim Thema KI-basierte Geschäftsprozessoptimierung vor. Beginnen wir zunächst mit den Herausforderungen und Zielsetzungen von KI-basierter Geschäftsprozessoptimierung. Die Anforderungen an die verarbeitende Industrie steigen stetig an. Methodische Fortschritte führen zu einem erheblich verbesserten Einsatz von KI-Systemen. Prozesse müssen digitalisiert werden. Gleichzeitig erzeugt diese Digitalisierung stetig wachsende Datenmengen, die qualitativ gelabelt und automatisiert für das Training und die Validierung von lernenden Algorithmen verwendet werden können. Hinzu kommt die Verfügbarkeit von Rechenleistung für die performante Visualisierung der Ergebnisse. Die Zielsetzung von KI-basierter Geschäftsprozessoptimierung im Bereich Predictive Maintenance ist, bereits im Voraus eine mögliche Fehlerquelle zu entdecken und zu beseitigen, sodass es erst gar nicht zu einer Störung und zum Ausfall der Maschine kommt und Hersteller im internationalen Wettbewerb mithalten und ihren Kunden Lieferungen und Service rund um die Uhr garantieren können. Denken Sie nun an eine technische Anlage, die von Zeit zu Zeit gewartet werden muss. Welche Bauteile müssen hier regelmäßig gewartet werden? Kugellager, Zahnräder, Antriebsriemen, Filter? Vielleicht ist es für einen erfahrenen Mitarbeiter, der genau diese Wartung schon oft durchgeführt hat, möglich, aus dem Geräusch, den Vibrationen, der Wärmeentwicklung oder anderen Größen recht gut abzuschätzen, in welchem Zustand ein Verschleißteil denn gerade ist, wenn er sich die Sache genau genug ansieht.
Die KI-basierte Predictive Maintenance mit Qualicision funktioniert ganz ähnlich. Zuerst müssen jene Messgrößen identifiziert werden, die gleichzeitig gute Hinweise auf den Zustand eines Bauteils geben und ausreichend einfach messbar sind. Welche Messwerte besonderen Einfluss haben, sind zum Beispiel Druck, Temperatur, Arbeitsstunden, Vibration und viele weitere. Deren Auswirkungen auf die Instandhaltungsstrategie können über die hier abgebildeten Schiebereglereinstellungen priorisiert werden. Frühe Hinweise auf eine sich abzeichnende nötige Wartung können manchmal nur in der gleichzeitigen Betrachtung unterschiedlicher Messgrößen, also multikriteriell, erkannt werden. Dann muss der Verlauf jener Größen, die als gut geeignet ausgesucht wurden, über den gesamten Lebenszyklus des Verschleißteils aufgezeichnet werden. Damit kann ein KI-System wie Deep Qualicision mit zum Beispiel einem neuronalen Netz trainiert werden, das selbstständig frühe Hinweise identifiziert, den typischen Verlauf der Messgrößen über den Lebenszyklus des Bauteils erlernt und daraus abschätzen kann, wann die nächste Wartung notwendig sein wird. In der folgenden Demo werden die über Sensoren an einer Anlage erfassten Daten vom PSI Penta MES an die PSI-eigene KI-Software Qualicision Predictive Maintenance zur multikriteriellen Bewertung und Klassifizierung der Maschinendaten übertragen. Häufig ist bei Predictive Maintenance Anwendungen durch das Überschreiten eines definierten Schwellenwertes, beispielsweise bei steigenden Temperaturdaten einer Maschine, ein Ausfall zu erwarten. Demgegenüber wird bei Qualicision Predictive Maintenance auch bei mehrfachem Auftreten von Maschinendaten knapp unterhalb des Schwellenwertes der Werker in seinem Cockpit über den bevorstehenden Ausfall informiert, indem ihm zur jeweiligen Maschine eine Handlungsempfehlung für die nächste Wartung bereitgestellt wird. Für die KPI-basierte Bewertung der Maschinendaten durch Qualicision Predictive Maintenance können, wie hier im Video zu sehen, über das Werker-Cockpit vom Anlagenverantwortlichen verschiedene Alarme ausgelöst werden. Im Fallbeispiel sind das Ölverlust leicht, Ölverlust mittel und Ölverlust stark. Je nach Art und Häufigkeit des ausgelösten Alarms für eine Anlage werden zusammen mit der multikriteriellen Bewertung der Maschinendaten durch Qualicision Predictive Maintenance Handlungsempfehlungen vorgeschlagen, sodass der Werker oder ein Servicemitarbeiter vor dem Störfall geeignete Maßnahmen ergreifen kann. Die Kommunikation wird von Camunda übernommen, das über sein Business Process Model and Notation die Bereitstellung der zum Prozess gehörigen Alarme und die Abfrage der auf der KPI-basierten Bewertung von Qualicision Predictive Maintenance beruhenden Handlungsempfehlungen für den Werker bereitstellt. Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Die historisierte Datenbasis für Qualicision Predictive Maintenance sollte umfangreich, gelabelt und konsistent sein, um präzise Auswertungen und rasche Warnungen vor Störungen zu erhalten. Dadurch sind sie zu Folgendem in der Lage: Einerseits können sie ungeplante Stillstandszeiten verhindern, die hohe Kosten verursachen, beispielsweise wenn dadurch eine ganze Produktionslinie oder sogar eine gesamte Fabrik betroffen ist. Infolgedessen nimmt die Produktivität zu, Fertigungsqualität und Planungssicherheit steigen und im Ergebnis fallen auch die Gesamtbetriebskosten. Andererseits müssen routinemäßige Überprüfungen und Kontrollen weit seltener durchgeführt werden, da solide Daten über den Zustand eines Geräts vorliegen. Das spart Arbeitszeit und die Instandhaltungs- und Servicekosten sinken. Insgesamt entsteht so ein enormer Mehrwert mit der KI-basierten Geschäftsprozessoptimierung von Camunda und Qualicision. Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehen wir Ihnen hier auf der IPA in der Network Area im Tech Talk KI Industrial Intelligence sowie im Nachgang an diese Veranstaltung unter den hier eingeblendeten Kontaktdaten zur Verfügung.